Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute werden wir zusammen den Übergang vom Bett zur Schiebetür machen. Da ist noch die letzte Stelle offen. Wir sehen hier einen Träger, der muss verkleidet werden. Ich mache hier ein Formteil aus Holz. In diesem Formteil werden wir die Elektrik einbauen. Seid also gespannt, wie ich das Ganze umsetzen werde. Im letzten Video haben wir zusammen das Formteil hergestellt für den Oberschrank. Dieses Formteil habe ich wieder abgeschraubt und wird jetzt weiterverwendet für die Säulenverkleidung. Das Seitenelement des Formteils habe ich im Prinzip gleich zweimal gemacht. Das ist genau baugleich mit dem Abschluss des Bettes. Für das Formteil habe ich dieses Bauteil lediglich aus Fichte-3-Schichtplatten hergestellt. Auf dieses Seitenelement wird später eine 5 mm Sperrholzplatte aufgeschraubt, also geleimt und geschraubt. Und diese Sperrholzplatte werde ich jetzt im unteren Teil einnuten. Die Seitenblende dient gleichzeitig als Frässchablone. Damit das Bauteil beim Fräsen nicht verrutscht, fixiere ich das Ganze mit Schraubzwingen an der Seite. Jetzt muss ich den Abstand der Frässchablone anzeichnen. Ich nehme natürlich den Abstand von Fräser zu Kopierring Außendurchmesser und das ergibt gleichzeitig den Versatz. Die Frässchablone wird ausgerichtet und dann auf das Bauteil einfach aufgeschraubt. Da ich lediglich einen 4 mm Fräser in meinem Repertoire habe, muss ich die Frässchablone um 1 mm versetzen. Ja, warum säge ich immer von unten? Man sieht deutlich besser auf den Strich und die Späne fliegen direkt nach unten weg. Das muss man natürlich ein bisschen üben, aber wenn man es raus hat, ist das eigentlich sehr angenehm, wenn man solche filigranen Bauteile zusägt. Denn man sieht einfach viel besser auf den Anriss. Im nächsten Schritt werde ich den Elektrokasten vorbereiten. Hier kommt die ganze Elektrik rein. Wir haben uns dazu entschlossen, sehr sparsam mit der Elektrik umzugehen. Das heißt, ich habe lediglich Schalter drin und die Bedienelemente für Heizung und Licht. Eine Wasseranzeige brauchen wir nicht. Wir haben direkt Zugriff auf den Wassertank und können genau schauen, wie viel da drin ist. Ja, alles was nicht eingebaut ist, kann nicht kaputt gehen und ihr müsst immer wissen, alles was ihr einbaut hat ein bestimmtes Gewicht und es summiert sich eben am Ende auf.
Ja, nach dem Spachteln wird zweimal gestrichen, zwischendurch mit 360er Papier zwischengeschliffen, sodass es eine schöne glatte Oberfläche gibt. Jetzt leime ich das Formteil in die Abschlussblende rein. Ich habe deswegen die Nut reingemacht, weil kein Platz ist für eine Leiste dahinter, weil ja dieser Träger kommt. Und so habe ich einen wunderbaren Auslauf nach unten und es passt perfekt. Zum Befestigen des Formteils schraube ich oben und unten Leisten an. Und daran wird das Formteil angeschraubt, die Schraubstellen überspachtelt und alles verschliffen. Hier die ganze Kabelverteilung machen mit den Schaltern und Sicherungen. Die Kabel kommen hier rein, alle sind nochmal mit Filz und Amaflex Reste an der Wand fixiert, sodass da nichts klappern kann während dem Fahren, dass es gegen die spätere Wand hier klappert. Und von daher müsste das eigentlich so gut funktionieren. Ja, die ursprüngliche Blende, die mache ich nicht dran. Schaut irgendwie komisch aus mit dem anderen zusammen, sodass ich jetzt die Blende weglasse. Und ich schraube hier diesen Dimmer einfach so in das Holz rein. Und der Dimmer ist eigentlich nur die Voreinstellung für die Deckenleuchten. Und später wird Licht dann nach der jeweiligen Einstellung an einem Hauptschalter nochmal geschalten. So. muss ich so, hier schauen die Schrauben raus und da Kabel sich scheuern, das ist noch nicht so ideal. Das heißt, ich klebe hier einfach ein Stück Amaflex drüber für die Schrauben, dann können die Kabel nirgends sich aufscheuern.
Ja, die Teile sind aus dem 3D-Drucker. Werde ich jetzt über den Sicherungskasten einbauen. Konstruiert habe ich die selber. Gucken, ob das Ganze auch passt. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen und konntet für euch was mitnehmen. In diesem Sinne ist auch das letzte Bauteil von Camper fertiggestellt und wir schließen diese Serie auch ab. Das bedeutet jetzt nicht, dass keine Videos mehr kommen. Es wird in nächster Zeit halt ein bisschen weniger sein, weil das Videomaterial ziemlich am Ende ist. Ich werde noch die Trockentrenntoilette von Leas Campervan ausführlich beschreiben und zeigen. Und ansonsten mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich habe weitere spannende Projekte im Möbelbau und vielleicht tut sich ja mal wieder ein Camper auf. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch allen bedanken. Ich knacke demnächst die 30.000 Abonnenten dank euch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei meinen Videos. Vielen Dank auch für die vielen positiven Kommentare und Likes. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Euer Wolfgang. Ciao.